Heute treffe ich Nico Schulz. Hi Nico. Hi. Ich will ein bisschen mehr über dich erfahren heute, aber erstmal ein Käffchen. Nico, was darf sein für dich? Für mich auf jeden Fall ein Espresso. Kennst du dich mit so einer Maschine aus? Kenne ich, ja. Ja, dann mach mal. Will ich mal sehen, was Kein du da so Problem. kannst. Dein Vater ist ja Italiener quasi. Wie viel italienische Küche gab es denn zu Hause, wenn ihr alle mal am Tisch saßt zu essen? Eigentlich nur italienische Küche. Nur italienische Küche? Pasta, Gnocchi, Risotto, Pizza selbst gemacht damals. Ja, und danach eben wahrscheinlich... Ja, als kleines Kind noch nicht. Das stimmt allerdings, ja. Der Espresso kam dann irgendwann mit dem Alter. Ah, sehr gut. Jetzt noch mein Kaffee und dann gehen wir rüber und quatschen ein bisschen. Nico, aufgewachsen bist du ja in Berlin, aber im Urlaub ging es dann ja wahrscheinlich zu den italienischen Großeltern auch mal. Woran erinnerst du dich da am meisten, beziehungsweise was war das Schönste jetzt außer die italienische Küche? Wir waren eigentlich gefühlt jeden Sommer, also in Schulferien 6 Wochen. Haben eigentlich immer 6 Wochen dann bei meiner Oma auf Ischia, ist ja eine Insel da vor Neapel. Und woran ich mich erinnere, es war immer sehr viel Strand. Ja. Und sehr viel Essen. Ja, also wenn wir da waren, wir kamen aus Deutschland, dann meine Oma hat halt gefühlt den ganzen Tag in der Küche gestanden und dann immer morgens zum Strand, nach Hause, Mittag gegessen, Siesta und dann am Nachmittag nochmal. Schön. Jetzt bist du in deinem Leben eine ganze Menge rumgekommen, hast einige Orte gesehen. Wenn du mal mit jemandem tauschen könntest, irgendwo auf der Welt, der irgendwas macht, wer wäre das und wieso? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde jetzt nicht mit so einem Prominenten tauschen wollen, sondern mit irgendjemandem, der so ein komplett anderes Leben führt wie wir. Vielleicht jemand, der irgendwo auf einer Insel lebt, ohne diese ganzen, ohne Instagram, ohne Facebook, ohne Fernseher. Ja. Einfach mal da, nicht für eine lange Zeit, ich glaube, irgendwann ist es langweilig, aber ich glaube, einfach mal so jemandem tauschen, der so ein ganz, ganz komplett anderes Leben führt, wie das, was wir hier führen. Mal so richtig den Stecker ziehen. Genau. Okay. Hört sich interessant an. Ich weiß auch nicht, ob ich das lange könnte. Aber ja, lange glaube ich nicht, so eine Woche Maximum und dann, aber mal so so eine Woche was komplett anderes. Das mit so jemandem würde ich, glaube für eine kurze Zeit tauschen. Ja, hört sich gut an. Du brauchst jetzt ein bisschen Koffein, weil jetzt kommt eine kleine Schnellfragerunde und eine kleine Entweder-Oder-Geschichte machen wir dabei auch. Und, schieß raus. Also, Pasta oder Currywurst? Pasta. Am Strand liegen oder Skifahren? Strand liegen. Freust du dich mehr auf Weihnachten oder Silvester? Weihnachten. Da hast du ein bisschen überlegt. Ja, hab ich kurz überlegt. Ja, okay. Familie wahrscheinlich, ne? Das ist dann meiner, ja. Obwohl krachen lassen ist auch immer ganz schön. Zur Entspannung eher Sauna oder Massage? Massage. Helene Fischer oder die Ärzte? Die Ärzte. Aha. Ja. Das ist, ich glaube, hier würden so 80% wahrscheinlich eher Helene Fischer. Ja, aber Helene Fischer ist nicht so meins. Ist nicht deins. So aber sind die Ärzte deins oder nur nicht auch so nicht, schlimm? Auch nicht so meins, aber nur eher, also das heißt eher meins, aber ja. Okay, haben wir verstanden. Die Ärzte sind tatsächlich Teil meiner Jugend. Ich glaube, so Westerland und so, das sind ja die Ärzte, diese Songs. Ne? Da bin ich tatsächlich so als 12-Jähriger, 10 bis 12, glaube ich, das muss so die Zeit gewesen sein, immer in irgendwelchen Turnhallen so rumgehüpft. Das kann ich mich noch mal erinnern. Ich habe jetzt gehört, wo wir schon über Musik sprechen, dass überwiegend Jadon Sancho in der Kabine dafür sorgt, dass da ordentlich Beats umherfliegen. Wer legt denn sonst noch auf? Also wer traut sich denn auch noch daran? Weil Jadon, wie gesagt, sehr präsent, habe ich gehört, aber wer darf denn auch mal an die? Manu Akanji. Aha. Spielt dann ähnlich wie... Wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich relativ... Jadon. Aber man kann schon sagen, der Musikgeschmack der Mannschaft ist schon relativ nah beieinander. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben das Derby gewonnen und danach gibt es eine Riesensause und jeder darf sich mal was wünschen. Was wünscht sich denn Nico Schulz? Für einen Song? Ich glaube, ich würde mir zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich den neuesten Song von Drake dann auch wünschen. Von Drake? Meist dann schon. Bist du denn einer, der dann die Texte auch kann und mit rappt oder mit singt oder so? Also für dich jetzt nicht unbedingt klar, aber... Für mich ja, schon. Außer wenn es zu schnell wird, dann wahrscheinlich auch nicht aufs Wort. Okay. Aber jetzt so laut singen, nee, ist nicht so meins. Ja, sehr gut. Muss ja auch nicht immer laut sein. Kann ja auch mal ein leises Gespräch beim Kaffee sein. Nico, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne.